Willkommen zu einer neuen Folge Kummer-Tutorials, meine Lieben. Heute häkeln wir dieses wunderschöne Herztuch und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Es ist wirklich ein wunderschönes Tuch und ich dachte, es ist ein ganz passendes Tuch für Valentinstag, wer das gerne nachhäkeln möchte. Es gibt dazu eine schriftliche Anleitung. Die schriftliche Anleitung enthält einen Chart, wo ihr drauf seht, wie die Reihen genau Kästchen für Kästchen beschrieben sind. Das heißt, ihr könnt die abhaken. Da stehen auch die Reihenanzahlen und die Kästchenanzahlen mit dabei. Und die Umrandung ist natürlich auch bebildert und schriftlich mit dabei. Wer nichtsdestotrotz lieber das Video anschauen möchte, kann das natürlich auch machen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Wenn ihr das Herztuch nachgemacht habt, würde ich mich über Bilder bei Instagram freuen. Die Bobbel, die ich für das Tuch verwendet habe, ist in der Infobox verlinkt. Ich werde das Ganze heute mit einem Baumwollgarn häkeln, damit ihr einfach die Struktur besser erkennt. Und dann zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Los geht's. Das Tuch besteht ja aus einem Gitter. Und wir starten jetzt erstmal mit einer Anfangsschlaufe. Und häkeln 6 Luftmaschen. Hast du deine 6 Luftmaschen gehäkelt, geht's weiter mit Stäbchen, zählt 4 Maschen ab. 1, 2, 3, 4. Und häkelt ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier vorne unser erstes Stäbchen. Die vierte Masche ist die Luftmasche und das Stäbchen und das ist unsere erste Zunahme. Jetzt kommt hier in die Mitte unser erstes Quadrat, das heißt, ihr häkelt eine Luftmasche, überspringt eine Masche, häkelt das zweite Stäbchen und jetzt haben wir hier unsere erste Lücke. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Zunahme, dazu wieder eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Zwei Stäbchen, das erste Kästchen und hier links unsere zweite Zunahme. Weiter geht es mit der Reihe 2. Wir häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und eine vierte Luftmasche, damit unsere Zunahme jetzt hier am Anfang etwas lockerer ist. Jetzt wieder Stäbchen in die erste Masche einstechen, weil am Anfang und am Ende kommt immer eine Zunahme. Jetzt geht es mit dem Muster los. Eine Luftmasche und direkt über das Stäbchen der Vorrunde wird das nächste Stäbchen gehäkelt. Eine Luftmasche und jetzt über das nächste Stäbchen kommt das nächste Stäbchen. So, und jetzt noch eine Luftmasche, weil jetzt müssen wir natürlich noch unsere letzte Masche häkeln. Abziehen, 1, 2, 3, in die dritte Masche einstechen und das dritte Gitter häkeln. Jetzt eine Luftmasche, weil jetzt kommt ja noch unsere Zunahme. Die wird natürlich in dieselbe Masche gehäkelt. Ich rede jetzt immer nur von unserem Gittermuster und links und rechts haben wir unsere Zunahmen. Das heißt, wir haben hier unser erstes Gitterloch, dann gehen wir eine Reihe nach oben und wir verdoppeln immer links und rechts um 2 Lücken. Und hier außen sind natürlich wieder unsere 2 Zunahmen, die sind wie ein V etwas schräg gelagert. Jetzt starten wir mit Reihe 3. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Die 3 Maschen ersetzen das erste Stäbchen und die vierte Masche ist unsere Platzhalter-Luftmasche, damit das Tuch eine schöne Form bekommt. Häkeln das erste Stäbchen in dieselbe Masche, eine Luftmasche und jetzt über die nächsten 4 Stäbchen kommt Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen.
Jetzt kommt wieder unsere letzte Masche. Eine Luftmasche. In die dritte Masche einstechen. Das vierte Stäbchen häkeln. So, jetzt haben wir unsere fünfte Lücke. Und jetzt noch unsere Zunahme wird natürlich in dieselbe Masche gehäkelt. Reihe 3 ist fertig. Wir haben unsere Zunahmen links und rechts und haben 1, 2, 3, 4 und hier die fünfte Lücke und hier nochmal unsere Zunahme. Jetzt kommt Reihe 4 und jetzt starten wir auch mit unserem ersten Herz. Wir starten wieder mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Arbeit wenden. Die erste Zunahme in die erste Masche. Eine Luftmasche haben wir schon gemacht. Stäbchen, Luftmasche und Stäbchen. Luftmasche, Stäbchen, jetzt sind wir in der Mitte vom Tuch und das füllen wir jetzt aus mit dem ersten Herz. Das heißt, ihr stecht jetzt, jetzt kommt keine Luftmasche, sondern den ausgefüllten Teil, da kommt statt einer Luftmasche natürlich ein Stäbchen hin. Das heißt, ihr stecht jetzt in die Masche in der Lücke ein und häkelt das nächste Stäbchen und natürlich auch an der Stelle, wo das nächste Stäbchen hingekommen wäre. Das heißt, haben wir jetzt ein ausgefülltes Stück und da ist jetzt unser Stäbchen. Jetzt geht es wie gewohnt weiter. Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche und in die dritte Masche wieder unsere Zunahme, Luftmasche und jetzt das Zunahmestäbchen. Und fertig ist die nächste Reihe. Links und rechts von unserem Herz, was hier aus der Mitte ausgeht, sind immer 3 Maschen von unserem Gitter. 1, 2, 3, ohne Zunahme mitgerechnet. Und hier auch 1, 2, 3. Wir häkeln 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Wenden die Arbeit. Erste Masche wird wieder verdoppelt. Eine Luftmasche. Jetzt kommen wieder unsere 3 Gitter. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche und Stäbchen. Jetzt müssen wir natürlich unser Herz verbreitern. Jetzt werden insgesamt 7 Stäbchen gehäkelt. Das erste haben wir schon gehäkelt. Zwei. 3. 4. 5. Wieder in die Lücke. Das 6. Und jetzt das 7. über das Stäbchen. So, und hier entsteht jetzt schon unser Herz. Jetzt wieder wie gewohnt bis zum Ende. Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche,
Stäbchen, Luftmasche, in die dritte Masche das Stäbchen häkeln, schön locker und unsere Zunahme. Und jetzt geht es weiter mit Reihe 6. 1, 2, 3, 4, Arbeit wenden, erste Masche verdoppeln, Luftmasche und wieder unsere 3 Kästchen vom Gitter. 1, 2, Luftmasche und 3. Jetzt werden insgesamt 11 Stäbchen gehäkelt. Das nächste Kästchen wird wieder ausgefüllt. Moment. Zweites Stäbchen. Drittes. Viertes. Fünftes. 6, 7, 8, 9. Wieder über das Gitter das 10. Stäbchen und über das Stäbchen das 11. Jetzt wieder 3 Gitterkästchen machen. 1, 2 und 3. Und natürlich die Zunahme jetzt nicht vergessen. Und fertig sind wir schon mit der nächsten Reihe. Jetzt geht es weiter mit Reihe 7. 4 Luftmaschen, Arbeit wenden, erste Masche verdoppeln. Es folgen wieder 3 Gitterkästchen. 1, 2, 3. Und jetzt wird hier das nächste Kästchen ausgefüllt. Und jetzt häkeln wir links und rechts ein Gitterkästchen dazu und das sind insgesamt 15 Stäbchen. Die häkle ich jetzt mal. Und das 15. Und jetzt folgen noch unsere 3 Gitterkästchen. 1,
2, drei und die Zunahme nicht vergessen. Weiter geht's mit Reihe 8. Wie gewohnt anfangen, 4 Luftmaschen, Arbeit wenden. Erste Masche wird zugenommen. Eine Luftmasche. Unsere 3 Gitter. Und jetzt füllen wir das letzte Mal links und rechts jeweils eine Masche dazu. Und das sind insgesamt 19 Stäbchen. Und jetzt wieder unser Gittermuster. Eins, zwei, drei und die Zunahme. Schon sind wir mit der nächsten Reihe. Jetzt geht es weiter mit Reihe 9. Und damit wir unser Herz noch ein bisschen füllen, spiegeln wir jetzt einfach diese Reihe nochmal. Genauso gehäkelt. Hier füllen wir wieder mit unseren 19 Stäbchen. Das 19. habe ich ja jetzt hier schon, das heißt noch 18 Stäbchen. Die häkle ich jetzt mal.
Und jetzt wieder wie gewohnt das Gittermuster. Und fertig sind wir mit der nächsten Reihe. Jetzt soll man natürlich auch sehen, dass das Herzen sind, sondern nicht so ein Dreieck. Deswegen machen wir jetzt unsere Spitzen hier drüber mit Reihe 10. Wir beginnen also wieder mit unseren 4 Luftmaschen, wenden die Arbeit. Erste Masche wird verdoppelt. Und jetzt häkeln wir 4 Gitter dazu. Eins, zwei, drei, vier, 5. Und jetzt kommt das 6. Das heißt, wir überspringen hier einfach jetzt ein Stäbchen und gehen zum übernächsten. Und da häkeln wir wieder unser nächstes Stäbchen hin. Und da seht ihr jetzt hier, wie das nächste Gitterstück entsteht. Jetzt folgen 7 Stäbchen. Das erste haben wir hier schon gemacht. Also noch 6 Stück. 2, 3, 4, 5, 6. Hast du jetzt deine 7 Stäbchen gehäkelt, kommt jetzt wieder ein Gitterkästchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen und jetzt wieder 6 weitere Stäbchen über die nächsten Stäbchen. Das ist das erste, also haben wir schon. Das erste ist natürlich schon da, also 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das 7. Und jetzt kommen noch mal insgesamt 6 Gitter. Und jetzt wieder unsere letzte Masche mit Zunahme. So sieht das Ganze jetzt aus. Weiter geht jetzt mit Runde 11. Wir starten wie gewohnt mit den 4 Luftmaschen, wenden die Arbeit. Erste Masche wird verdoppelt. Eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir insgesamt 8 Gitter.
Hier sind jetzt unsere 8 Gitterlöcher. Und jetzt 3 Stäbchen. Das erste haben wir schon. 1, 2 und das dritte. Da haben wir jetzt unsere erste Herzspitze. Jetzt kommt dreimal das Gitter. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen. Zweite. Und das dritte. Jetzt kommen noch 3 Stäbchen. Und jetzt müssen wir noch unsere 8 weiteren Gittermusterstücke häkeln. Und das achte und natürlich die Zunahme nicht vergessen. Und schon sind wir mit der nächsten Reihe fertig und hier seht ihr auch schön euer Herz. Jetzt wollen wir unser Herz natürlich abgrenzen, das heißt, jetzt wird eine komplette Reihe Gitter gehäkelt, Gittermuster, und nur darauf achten, links und rechts zuzunehmen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Hier drauf achten, hier drunter ist natürlich noch unsere 3 Stäbchen. Hier wieder natürlich ganz normal drüber gehen mit einer Luftmasche und eine Masche überspringen. Und jetzt haben wir hier darüber wieder ein neues leeres Gitterkästchen. Und dann wie gewohnt wieder über jedes Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. So, das war jetzt eigentlich auch schon der ganze Zauber. Ihr habt jetzt ein komplettes Herz in eurem Tuch verhäkelt. Und ich zeige euch jetzt noch, wo ihr die nächsten Herzen hinsetzt. Wird dann natürlich wieder genauso gehäkelt wie das. Da ändert sich nichts. Auch nicht in den Zwischenräumen. Die bleiben dann bei den nächsten 2 Herzen auch immer gleich. Nur, dass wir die versetzen. Das heißt, jetzt ist ja hier das Herz in der Mitte und jetzt wollen wir links und rechts ein versetztes haben. Dafür kommt keins in der Mitte hin. Das zeige ich euch aber jetzt nochmal am großen Tuch gleich. Und wo die nächste Reihe Herzen hinkommt, das zeige ich euch jetzt noch. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, also 4, Entschuldigung. Wenden die Arbeit. Häkeln wie immer unsere erste Zunahme am Reihenanfang. Und jetzt folgen natürlich 2 Herzen und die sind immer links und rechts 3 Gitterreihen vom Rand aus weg. Das heißt, jetzt folgen erstmal 3 Gitter. 1, 2 und 3. So, jetzt kommt das erste Herz. Und hier natürlich wie gewohnt ausfüllen, indem ihr ein Stäbchen dazwischen häkelt
und natürlich über das nächste Stäbchen, was aus der Vorreihe kommt. Hier entsteht also jetzt euer erstes Herz in der nächsten Reihe. In den Zwischenraum folgen jetzt 17 mal das Gittermuster und dann seid ihr wieder 4 Maschen vor dem Reihenende. Das mache ich jetzt mal wieder schnell auf die andere Seite. So, wir sind nicht 4 Maschen, wir sind 3 Maschen vor dem Ende, weil es kommt ja noch unsere Zunahme. Hier kommt jetzt unser zweites Herz hin, das heißt wieder den Zwischenraum ausfüllen mit einem Stäbchen und ein weiteres Stäbchen. So, und hier kommt jetzt unser zweites Herz hin auf die Seite. Jetzt wieder 3 mal Gitter, 1, Luftmasche, das zweite, Luftmasche und hier in die dritte Masche der Randmasche das dritte Stäbchen und die Zunahme nicht vergessen. So. Und mehr brauche ich euch jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Ihr habt hier euer erstes Herz, das habt ihr immer als Vorlage. Und jetzt wird wieder links und rechts jeweils ein Kästchen ausgefüllt. Da kommen dann 7 rein. In die nächste Reihe dann ausgefüllt 11. Darüber in die Reihe 15, 19, 19 und 7 und 3. Also wie ihr es hier in eurer Vorlage habt. Und so habe ich das dann gemacht. Also ich habe hier mein erstes Herz, dann versetze ich das habe ich euch ja gerade gezeigt, hier die erste Reihe. Und dann habt ihr hier unten euer Muster immer, was ihr dann einfach spiegeln könnt. Danach habe ich 3 Herzen gemacht. Dann versetze ich das wieder um 17 Maschen und so weiter und so fort. Das könnt ihr so groß machen, wie ihr wollt, je nachdem, wie groß eure Farbverlaufsbobbel ist oder das Garn, was ihr verwendet. Und ist wirklich ein super schönes Muster. Jetzt zeige ich euch aber noch, wie der Rand funktioniert. Wenn ihr dann jetzt sagt, okay, mein Tuch ist groß genug und ihr seid an jeweils einer Seite, ob links oder rechts, ist egal, je nachdem, welche Seite euch besser gefällt, welche Herzseite. Und dann wendet ihr die Arbeit. So, also ich habe jetzt die Arbeit nach oben gedreht. Also wir fangen jetzt hier links an, runter zu arbeiten. Und ich starte jetzt hier oben gleich mit meinem ersten Herzstück. Das heißt, ihr häkelt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze stecht ihr direkt in die Masche ein, wo ihr hergekommen seid, und macht eine Kettmasche. Jetzt kommt hier euer erstes seitliches Stäbchen. Dort häkeln wir 2 feste Maschen. 1 und 2. Dann kommt hier das nächste Stäbchen. Wieder 2 feste Maschen. Achtet darauf, die nicht zu fest zu machen, richtig schön locker. Und jetzt kommt das nächste Stäbchen, aber wir häkeln jetzt hier genau in diesen Mittelsteg. Dort stecht ihr ein, macht eine Kettmasche und jetzt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das wieder mit einer Kettmasche in derselben Masche befestigen. Und jetzt kommen wieder um die 2 nächsten Stäbchen, die hier folgen, 4 feste Maschen. 2 feste Maschen pro Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Jetzt kommt wieder hier zwischen unseren 2 Reihen die Mitte, dort eine Kettmasche reinhäkeln, 6 Luftmaschen häkeln. Mit einer Kettmasche befestigen. Schwupps. Und jetzt macht ihr überall alle 2 Reihen nach unten hin jeweils diese Schlaufen. Das macht ihr einmal komplett um den Tuchrand drumherum. Hier oben werden einfach nur
über die Stäbchen feste Maschen gehäkelt, so wie sie euch erscheinen hier. Und dann seid ihr wieder hier vorne am Reihenanfang. Ich mache das jetzt mal hier noch eine Masche. Ich mache jetzt hier nochmal eine Schlaufe dazu. Dann wechsle ich die Farbe und fange hier oben wieder an und zeige euch, wie es weitergeht. Ich häkle jetzt hier gerade meine Schlaufenumrandung fertig. Bin jetzt an der oberen Seite, habe jetzt mal die Farbe gewechselt, damit ihr das besser erkennt. Häkle hier meine feste Maschenreihe einfach fertig. Bei dem Gittermuster häkle ich natürlich einfach um die Masche drumherum. So, und da sind wir auch schon angekommen. Mache hier noch meine feste Masche. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das Herz machen. Ihr geht in eure Schlaufe rein, haltet die ruhig schön fest, macht eine Kettmasche. Jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. 2 Stäbchen in die Schlaufe. 1, 2. Jetzt dreht ihr das ein bisschen. Jetzt 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Jetzt 2 feste Maschen. 1, 2. Eine Luftmasche seitlich durchstechen und eine Kettmasche häkeln. Und jetzt häkeln wir die zweite Seite. 2 feste Maschen. 2 halbe Stäbchen. Zwei ganze Stäbchen. Und jetzt noch den Abschluss. 3 Luftmaschen und eine Kettmasche hier in die Mitte rein. So. Und fertig. Jetzt folgen 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Die werden euch ja jetzt angezeigt durch die Vorrunde. Jetzt wieder eine Kettmasche in die Mitte. Und so macht ihr das um das komplette Tuch drumherum. Wenn ihr wieder am oberen Rand angekommen seid, da wo eure feste Maschenreihe ist, häkelt ihr einfach wieder eine komplette Reihe feste Maschen drüber. Und dann müsst ihr euer Tuch nur noch einweichen oder vielleicht feucht machen und spannen, damit wirklich die Optik vom Tuch wirklich richtig schön aussieht am Ende. Und das ist auch schon der ganze Zauber. In der schriftlichen Anleitung habe ich euch das natürlich schon mal detailliert erklärt. Da bekommt ihr auch ein Chart dazu, wo ihr seht, wie alle Reihen angezeichnet sind, auch mit Maschenangaben und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Tücher von euch. Und jetzt bis zur nächsten Folge Küma Tutorials.